Teď to dokážeš. Vážené dámy, vážení pánové, já bych vás ráda přivítala u třetí přednášky našeho Literárněvědného fóra, které pořádá naše oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné a které odkazuje ke kultuře a literatuře protektorátu. Naším dnešním přednášejícím je pan Marek G. Hall, kterého bych vám teď ráda představila v několika slovech. Pan Hall studoval v letech 1966 až 71 germanistiku na univerzitách v Ontáriu, Freiburgu i Breslau a ve Vídni, kde v roce 1975 odpromoval dizertací o Robertu Musilovi. V letech 73 až 81 působil jako tajemník archivu spolku Roberta Musila v Klagenfurtu, vydavatelsky se podílel na vydání Musilových sebraných děl a je rovněž dlouholetým členem představenstva společnosti Roberta Musila a redaktorem Musilova fóra. V letech 1977 až 2009 byl redaktorem a hlasatelem stanice ORN. Od roku 1982 působí pan Hall na univerzitě ve Vídni, zpočátku jako lektor, v roce 1987 se zde habilitoval a od roku 2000 je mimořádným profesorem. Mezi jeho opravdu bohaté publikace patří mimo jiné knižní publikace, první z roku 1978, kdy vydal knihu Der Fall Bettauer, případ Bettauer, o atentátu na rakouského spisovatele a dramatika Hugo Bettauera. V roce 1980 až 85 pracoval na dvoudílných dějinách beletristických nakladatelství v meziválečné době, které nakonec vyšly knižně v roce 85 ve vídeňském nakladatelství Verlag pod názvem Österreichische Verlagsgeschichte 1918 bis 1938, čili rakouské dějiny nakladatelství v letech 1918 až 1938. Toto dílo existuje řadu let již v online verzi a je stále doplňováno a aktualizováno. V roce 1992 pak vyšla publikace Handbuch der Nachlasse und Sammlungen österreichische Autoren, čili něco jako rukověď pozůstalostí a sbírek rakouských autorů, která byla výstupem několikaletého projektu rakouského fondu RDF. Kromě tohoto projektu byl i hlavním řešitelem projektu Geschichte der Nationalbibliothek in Wien in der NS-Zeit, čili dějiny národní knihovny ve Vídni za doby národního socialismu. To je opravdu jenom takový mini stručný výčet jeho vlastně bohaté publikační činnosti, na kterou můžete nahlédnout na jeho stránkách. Pan Hall je i nositelem řady ocenění. V roce 1984 byl oceněn cenou kardinála Ilice za vynikající vědecké výkony. O rok později mu byla udělena cena města Vídně s uznáním za jeho mimořádné zásluhy na poli vědy. V roce 2002 získal Goldenes Ehrenzeichen, čili něco jako zlaté čestné ocenění za zásluhy o kraj Vídeň, a v loni mu byla propůjčena cena města Vídně za publicistiku. Čili abyste si udělali představu o našem přednášejícím. A nyní bych mu ráda předala slovo. Pan Hall nás dnes bude provázet takovou krátkou historii německojazyčných nakladatelství za protektorátu. Jetzt möchte ich das Wort an Herrn Hall reichen. Ich möchte mich zuerst bei den Organisatoren des Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, namentlich Frau Magister Konala, für die freundliche Einladung bedanken und auch für die nette Einführung. Ich muss gestehen, dass ich von der Themenstellung des Vortragszyklus sehr positiv überrascht war, denn in der Einladung war zu Recht davon die Rede, dass es an Arbeiten in tschechischer Sprache zum Thema deutscher Verlagsbuchhandel im Protektorat fehle. Das ist allerdings nur ein Teil der Wahrheit, wenn man so will. Erstens gilt der Befund auch für Arbeiten in deutscher Sprache. Zweitens nicht nur für die Zeit des Protektorats und somit Römern und Mähren, sondern auch für die Zeit der Republik. Dieses Kapitel der Geschichte des deutschen Buchhandels, und ich behaupte, sie ist ein eigenes Kapitel, ist jahrzehntelang auf beiden Seiten der Grenze kein Forschungsgegenstand gewesen.
Natürlich auch aus Gründen, die in der politischen Geschichte zu finden sind. Zur Ehrenrettung der Forschung muss man allerdings festhalten, dass Kulturpolitik im Protektorat sehr wohl Gegenstand der Forschung gewesen ist und das in beiden Sprachen. Ein Beispiel dafür ist die gründlich recherchierte Arbeit von Volker Mohn, NS Kulturpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren, Konzepte, Praktiken, Reaktionen aus dem Jahr 2014. Die Arbeit basiert unter anderem auf einem Aktenstudium im Prager Nationalarchiv. Mohn gibt uns einen guten Einblick in die Kulturpolitik und behandelt Aspekte wie die systematische Überwachung und Lenkung des tschechischen Schrifttums, die Umerziehung tschechischer Autoren, Bücherbeschlagnahmungen, Buchausstellungen und die Förderung von angepassten Autoren durch Literaturpreise, Büchereien und Bibliotheken. Im Abschnitt Verlage im Protektorat Böhmen und Mähren werden zwar vornehmlich tschechische Firmen wie der Orbis Verlag behandelt, aber auch der Volk und Reich Verlag, von dem noch die Rede sein wird, kommt vor. Aber beim Thema Verlagsgeschichte wären noch weitere Recherchen notwendig. Was die Forschung auf tschechischer Seite betrifft, gibt es zum Beispiel ein hervorragendes Lexikon der tschechischen Verlage und Buchhandlungen von 1849 bis 1949 von Aleš Zak, das online verfügbar ist. Die schön illustrierte Aufstellung spart allerdings alle deutschsprachigen Unternehmen aus, obwohl sie ein wichtiger Teil der Buchhandels- und Literaturgeschichte des Landes in der Monarchie und in der Republik darstellten. Es gibt vielleicht einen weiteren Grund für die fehlende Aufarbeitung der Verlags- und Buchhandelsgeschichte, einschließlich der Produktion und Verbreitung von Büchern bzw. Literatur. Die Forschung hat ihr Hauptaugenmerk auf die sogenannte Prager deutsche Literatur, und ich weiß, dass der Begriff unter Forschern umstritten ist, konzentriert, ohne die Frage nach der Produktion, Verbreitung und Rezeption dieser Literatur zu stellen. Hergestellt wurde sie bekanntlich in Wien oder Leipzig und im Wesentlichen außerhalb Prags rezipiert. Prag spielte bei der Literaturproduktion generell eine geringere Rolle. Das ist verständlich, wenn man festhält, dass zu dieser Zeit die deutschsprachige Bevölkerung etwa 30.000 Einwohner ausmachte und somit kleiner war als in Städten in der Provinz wie etwa Reichenberg-Liberec. Bei der Vorbereitung für diesen Vortrag sind mir erste Selbstzweifel und Zweifel an einer befriedigenden Ausführung des Themas gekommen. Der Grund: gedruckte Quellen zu den sudetendeutschen Verlagen sind, obwohl manchmal an entlegener Stelle und von einem starken Nationalismus geprägt, leichter zu finden als für die Zeit von 1939 bis 1945. Ich habe einen Forschungsbericht in die Hand genommen, den ich im Jahr 2010 im Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte publizierte. Auf gut 60 Seiten habe ich die zahlreichen Desiderate und weißen Flecken aufgelistet und erörtert, Quellenmaterial genannt, die Konturen für die Geschichte des deutschen Buchhandels gezeichnet und die Eigenarten dieser hervorgehoben. Dabei habe ich mehrmals meine These festgehalten, dass wir es mit mehreren Verlagslandschaften zu tun haben. Stichwort Prag einerseits und die Provinz andererseits, bestehend hier aus dem Sudetengebiet und weiteren deutsch besiedelten Gebieten außerhalb der Hauptstadt. Seit dem Forschungsbericht vor fast 10 Jahren sind mir sonst keine Arbeiten bekannt geworden, die sich mit dem deutschen Buchhandel in der Tschechoslowakei bzw. konkret im Protektorat näher beschäftigen.
Auch das 2017 beim Metzler erschienene Handbuch der deutschen Literatur Prags und der böhmischen Länder vermag hier keine Lücke zu schließen, obwohl ich eingeladen wurde, einen sehr kurzen Beitrag über Verlage und Buchhandel zu schreiben. Im Jahr 2016 habe ich eine neue Website unter dem Namen www.böhmischerverlagsgeschichte.at geschaffen, die all das zusammenführt, was ich über die Jahre zu diesem Zeitraum und diesem Thema gesammelt habe. Nebenbei bemerkt, fast die ganze Literatur stammt aus der Zeit bis 1939. Ich nenne die zeitgenössischen Texte, die ich als Volltext zur Verfügung stelle, Bausteine zu einer Geschichte. Mehr können sie angesichts der Forschungslage nicht sein. Dabei sind Selbstporträts der deutschen Verlage und Buchhandlungen in allen Landesteilen, Listen von Firmen, Bildmaterial, Auszüge aus dem offiziellen Organ der deutschsprachigen Buchhändler und Verleger, ein Orts- und Verlagsregister etc. Ich verstehe diese Website als ein Work in Progress und freue mich, wenn ein Besucher mich auf mir unbekanntes Material aufmerksam macht. Alles in allem handelt es sich um den Zeitraum 1919 bis 1945 um eine sehr bunte Verlagslandschaft, die inhaltlich wie logistisch stark auf die Bedürfnisse der deutschsprachigen Bevölkerung von 3,5 Millionen Menschen zugeschnitten war und kaum Bezug auf die deutschsprachige Bevölkerung Prags nahm. Es gab kaum einen noch so kleinen Ort in den deutsch besiedelten Gebieten ohne Verlag, Buchhandlung, Musikalienhandlung, Schreibwarenhandlung oder Antiquariat etc. und Bücherei sowieso. Diese Dichte ist auffallend. Bevor ich auf die Zeit des Protektorats zu sprechen komme, und meine Ausführungen werden notgedrungen eher knapp sein, ein paar Worte zur Vorgeschichte, als sich der deutsche Buchhandel in der Tschechoslowakei mehr oder weniger selbstständig machen musste. Also die Zeit ab der Gründung der Republik. Ich werde auf einige Besonderheiten des deutschen Buchhandels hinweisen. Mit der Gründung der Tschechoslowakei im Oktober 1918 begann ein entscheidender Wandel im deutschen Buchhandel und Verlagswesen. Beide waren nicht mehr mit der Habsburger Monarchie organisch und organisatorisch vereint und tendierten nicht nach Wien. Die deutschen Buch-, Kunst- und Musikalienhändler und Verleger der ehemaligen Reichsländer Böhmen, Mähren und Schlesien mussten aus dem Verein der österreichisch-ungarischen Buchhändler in Wien austreten, der ja ihre Interessen nicht mehr vertreten konnte. Dies hatte Konsequenzen einerseits für die ohnehin regional und sprachlich zersplitterte Standesvertretung, andererseits für die Entwicklung der Verlage und der neuen Ausrichtung ihrer Produktion. Eine neue Dachorganisation, der im März 1922 gegründete Verband der deutschen Buch-, Kunst- und Musikalienhändler und Verleger in der Tschechoslowakischen Republik, Sitz Dux, also Duxov, setzte sich zum Ziel, die deutsche Kulturarbeit zu fördern, die Buchhändlerausbildung zu organisieren sowie Anschluss an den reichsdeutschen Buchhandel zu finden. Und dadurch am großen Absatzmarkt Anteil zu haben. Erst 1924 wurde der Verband vom Börsenverein des deutschen Buchhandels als Auslandsverein anerkannt. Das kann man als Schritt aus einer gewissen Isolation auffassen. Der Verband fasste zahllose lokale Vereine und Standesvertretungen quer durch das Land zusammen. Zu den bestehenden Organisationen zählten, um ein paar Beispiele zu nennen, Verein Deutscher Buchhändler Nord- und Nordwestböhmen, Verein der Brünner Buchhändler oder Verein der mährisch-schlesischen Buchhändler.
Das Ende des Ersten Weltkriegs hatte auch Folgen für den Buchhandel in der Slowakei. Bis zum Jahr 1918 gehörten die Buchhändler ja der ungarischen Organisation an. Als nunmehr Teil der Tschechoslowakei fühlten sich die Buchhändler von ihrer Organisation und jedem Verkehr isoliert. Ungarische Literatur konnte nicht importiert werden. Im Jahr 1920 hat der Anzahl von Buchhändlern in der Slowakei die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses erkannt und den Verein der Buchhändler in der Slowakei gegründet. Bis 1925 hatte der Verband 130 Mitglieder und arbeitete mit den Schwesterverbänden SWAZ und dem Verband der deutschen Buch-, Kunst- und Musikalienhändler und Verleger in der Tschechoslowakischen Republik zusammen. Über diese und die weiteren Statusvertretungen, gibt es noch mehr, ist bislang meines Wissens nicht geforscht worden. Wenn man das Impressum des Mitteilungs- und Ankündigungsblattes der Buchhändler, das seit dem Herbst 1920 erschien, näher anschaut, sieht man, wie vielschichtig, wie zersplittert die Statusvertretung in einem relativ kleinen geografischen Raum war. Es war, und ich zitiere, das Organ des Verbandes der deutschen Buch-, Kunst- und Musikalienhändler und Verleger in der Tschechoslowakei, Sitz Dux, der Genossenschaft der Buch-, Kunst- und Musikalienhändler in den Handelskammerbezirken Eger, Cheb und Reichenberg, Liberec, Sitz Aussicht, Usti nad Labem, sowie des Vereines Deutscher Buchhändler Birmens, Sitz Dux, und des Vereines der mährisch-schlesischen Buchhändler, Sitz Brunno. Das Blatt ist deshalb eine wichtige historische Quelle für uns, weil es zum Beispiel Wortprotokolle und Berichte über sämtliche Versammlungen im Land und auch Jahresberichte über den jeweiligen Stand aller Spalten des Buchhandels bringt. Im dritten Jahrgang des Buchhändlers, also im Jahr 1922, begann man die deutschsprachige Buchproduktion unter dem Titel Deutsche Bibliographie, Veröffentlichungen in den Sudetenlanden systematisch zu erfassen. Die Betonung hier ist auf Sudetenlanden, denn die Bibliographie erfasste Werke, die etwa in Prag verlegt wurden, nur dann, wenn sie einen sudetendeutschen Bezug hatten. Alle Institutionen wurden aufgefordert, ihre Neuerscheinungen nach Reichenberg zu schicken, um die künftige Nationalbibliothek, das ist die Bücherei der Deutschen, die 1923 gegründet wurde, aufzubauen. In jeder Ausgabe wurden sämtliche Neuerscheinungen nach Verlag verzeichnet und auch nummeriert. Nicht alle Verleger in Anführungszeichen, haben sich allerdings beteiligt, obwohl sie gebeten wurden, Zitat, jede Neuerscheinung auch kleinsten Umfanges sofort an den Buchhändler zur Aufnahme in die Bibliografie einzusenden. Anfang der 1930er Jahre kam man auf die Idee, die Bibliografie auch in Buchform herauszugeben. Die Begründung, Zitat, die geistige Regsamkeit unseres sudetendeutschen Volkes und die wachsende Fülle der Veröffentlichungen ließen es nunmehr angebracht erscheinen, diese fortsetzungsweise erscheinende Bibliografie auch in geschlossener Form, in Buchform vorzulegen. Die Publikation ist alles in allem eine wertvolle Quelle für uns, denn sie ist durch ein Verlagsverzeichnis und ein Sachverzeichnis erschlossen. Die letzte Ausgabe erschien 1939 mit der Verlagsproduktion des Jahres 1938. Für die Zeit ab 1939, sowohl im Sudetengau als auch im Protektorat, ist die Erfassung der Verlagsproduktion ungleich mühsamer. Wir sind nämlich auf die laufenden Anzeigen der Neuerscheinungen im reichsdeutschen Fachorgan, dem Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, angewiesen.
Das Organ der Buchhändler musste im März 1939 sein Erscheinen einstellen. Der verantwortliche Redakteur Franz Kraus schrieb Folgendes zum Abschluss. Seine Aufgabe von Buchhändler, von der Publikation, war es, Zitat, in fast 20 Jahren tschechischer Gewaltherrschaft, Ende Zitat gewesen, Zitat, den Zusammenhalt der volksbewussten Buchhändler zu stärken und zu vertiefen. Ende Zitat. Auch die Bibliografie wurde nicht mehr veröffentlicht. Wie der Herausgeber, Buchhändler und Verleger Franz Kraus in seinem mit September 1939 datierten Vorwort zur letzten Ausgabe schreibt, habe die Bibliografie ihre Aufgabe schließlich erfüllt. Das Sudetenland sei nun heimgeholt in Anführungszeichen, und eine gesonderte Publikation überflüssig geworden. Als Böhmen und Mähren 1939 Teil des Deutschen Reiches wurden, war es mit der Selbstständigkeit der Berufsorganisationen in den böhmischen Ländern zu Ende. Der Stillhaltekommissar im sudetendeutschen Gebiet hat durch Verordnung vom 8. Februar 1939 die Löschung des Verbandes der deutschen Buch-, Kunst- und Musikalienhändler und Verleger in Dux verfügt. Mit der Schlussverfügung des Stillhalterkommissars vom 13. März 1939 wurde das Gremium der Buch-, Kunst- und Musikalienhändler im Egerer und Reichenberger Handelskammerbezirke Sitz-Aussicht ebenfalls gelöscht. Unter Bevollmächtigter, so die damalige Bezeichnung, unter Bevollmächtigter war in beiden Fällen Parteigenosse Franz Kraus in Reichenberg. Die alleinige Standesvertretung im Sudetenland war nunmehr die Reichsschriftungsgabe. Das Jahr 1919 markierte, wie schon angedeutet, einen Neubeginn bzw. eine neue Ausrichtung des Verlagswesens. Das hatte ganz pragmatische Gründe. Aufgrund der geänderten politischen Verhältnisse waren Wiener Verlage nicht mehr Quelle etwa für Schulbücher bzw. Lehrmittel und Gesetzestexte wie bisher. Die neuen Schulbücher durften nur im Inland verlegt werden und dieser Umstand schuf ein verlässliches Standbein für neue wie alteingesessene Verlagsunternehmen. Es stiegen mehrere Verlage in die neuen Geschäftsspalten ein. Ab 1919 haben mehrere Druckereien und grafische Anstalten, wie zum Beispiel die Gebrüder Stiepel in Reichenberg, Buchverlage angegliedert. Zu den Firmen zählen zum Beispiel das 1892 gegründete Unternehmen Paul Sollers Nachfolger, das im Jahr 1941 vom Deutschen Volksverlag in München übernommen wurde. Weiters der 1922 von Franz Kraus ebenfalls in Reichenberg bereits gegründete Nordböhmische Verlag, der auf Lehr- und Hilfsbücher für Volks- und Bürgerschulen spezialisiert war. Ebenfalls am Schulbuchmarkt aktiv waren schon vor 1918 bestehende Unternehmen wie Rudolf M. Rohrer in Brünn und A. Hase in Prag. Die meisten mittelgroßen Verlage, und das ist bei einem insgesamt kleinen Markt natürlich ein relativer Begriff, hatten ein Universalprogramm. Das heißt, sie haben neben den erwähnten Sparten auch juristische, kaufmännische, heimatkundliche, wissenschaftliche und schließlich belletristische Literatur und Kinderbücher verlegt. Und wenn von Kinderbüchern die Rede ist, so ist anzumerken, dass sie ein richtiger Exportschlager waren und der Verlag Gebrüder Stiepel eines der führenden Unternehmen im deutschsprachigen Raum in dieser Sparte war. Der Markt für Literatur, und dieser Markt hatte eine Bevölkerung von 3,5 Millionen Menschen,
und die Belletristik war in der Regel für Käufer außerhalb des Landes wenig interessant, erwies sich als allerdings zu klein, als dass ein rein belletristischer Verlag richtig gedeihen konnte. Es sind jedenfalls zwei solche Firmen zu nennen. Erstens der 1922 in Reichenberg Liberec gegründete Sudetendeutscher Verlag von Franz Kraus. Wie der Name des Verlags vermuten lässt, engagierte sich Kraus politisch wie beruflich sehr stark für die sudetendeutsche Cause. Seine Verlagsproduktion nannte er Aufklärungsschriften. In seinem Verlag vereinigte er eine Reihe von Veröffentlichungen, die von der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur herausgegeben wurden. Ebenfalls im Programm waren eine politisch-satirische Zwei-Wochenschrift mit Bildern mit dem Namen Rüberzahl, dann die Monatsschrift Heimatbildung und diverse Reihen wie zum Beispiel Sudetendeutsche Bücherei, die Sudetendeutschen Heimatgaue, Sudetendeutsches Volk und Land, der Heimatschulmeister und viele andere Schriftenreihen. Der 1927 in Karlsbad Karlovy gegründete Adam Kraft Verlag war einer der wichtigsten Literaturverlage in dieser Zeit und hat noch bis 1944 Bücher herausgegeben. Zu den Autoren zählten, man würde sagen alter Haudegen, zählten unter anderem Bruno Brehm, Hans Friedrich Blunk, Gustav Leutel, Egi Kolbenheier, Robert Holbaum, Karl-Hans Strobel, Hugo Scholz und Franz Spunder. 1929 gründete Kraft die Sudetendeutsche Buchgemeinschaft, später Sudetendeutscher Bücherbund, und wurde damit zum Feindbild des Buchhandels, der Buchgemeinschaften ohnehin entschieden ablehnte. Dadurch, dass er verlagseigene Bücher an Mitglieder billiger verkaufte, sahen die Buchhändler unlauteren Wettbewerb. Die ideologische Ausrichtung des Verlags war kein Geheimnis. In einem Selbstporträt 1938 liest man aus der Feder Krafts zur Programmatik des Verlags, Zitat, aber nicht nur Dichtung, sondern dem Kampf dienende Schriften wollte ich bringen. Ende Zitat. Das ist an manchen Verlagstiteln mehr als deutlich erkennbar. Beispiele: Dichtung als Daseinskampf 1935 von Herbert Süssartz, Ringendes Volkstum 1931 erschienen, 1936 verboten, Volk und Leben, eine Sammlung sudetendeutscher Dichtung 1936 oder Kommt tapfere Deutscher von heldischer Art und Tat 1934 von Franz Karl Lepper, also für ein reines sudetendeutsches Lesepublikum bestimmt. Einzigartig im Sudetengebiet war die Anzahl der verlegenden Institutionen. Ich vermeide hier das Wort Verlag, weil es mehrere hundert Institutionen gab, die Vereinsnachrichten, die Jahresberichte der Schulen, Lokalfremdenführer etc. herausgaben. Die deutsche Bibliographie verzeichnet für das Jahr 1931 zum Beispiel 520 solche Institutionen oder Verlage, wenn man so will. Man könnte daher von einem Land der Selbstverleger sprechen. Als Verleger traten, als Konkurrenz zum regulären Buchhandel, politische Parteien, Gemeindeämter, Arbeitsämter, Warenversandhäuser, Turnvereine, Universitäten, Gewerbetreibende, Bibliotheken, Gemeinde, Büchereien und vieles andere mehr als Verlag auf. Ebenso auffallend ist die Tatsache, dass etwa 60% der gesamten Verlagsproduktion in den Sudetenlanden außerhalb des regulären Buchhandels erschienen.
Es gab ein Überangebot an Selbst- und Einmannverlagen. Ich habe vorhin die Dachorganisation der Standesvertretung, den 1922 gegründeten Verband der deutschen Buch-, Kunst- und Musikalienhändler und Verleger der Tschechoslowakischen Republik erwähnt. Ein Wort jetzt zur Neustrukturierung des deutschen Buchhandels ab der sogenannten Heimholung des Sudetenlandes im Spiegel des Adressbuchs des deutschen Buchhandels. Mit anderen Worten, wie hat sich das Adressbuch die politischen Veränderungen widerspiegelt? In der Ausgabe von 1938 werden der Verein der österreichischen Buch-, Kunst- und Musikalienhändler und der Verband der deutschen Buch-, Kunst- und Musikalienhändler in der Tschechoslowakischen Republik als dem Börsenverein angeschlossener Auslandsvereine angeführt. Die Ausgabe von 1939 führt das Gremium der Buch-, Kunst- und Musikalienhändler in Prag und den Verein der Brünner Buchhändler an. Unter ausländischer Firmen findet man die Einteilung in Sudetenland und Tschechoslowakische Republik, einschließlich Böhmen, Mähren, Slowakei und Tschechisch-Schlesien. Die politischen Veränderungen werden nachsichtbarer in einem anderen Punkt. Seit jeher hatte die Redaktion des Adressbuches immer die deutschen und die tschechischen Ortsnamen mit Einwohnerzahl angegeben, aber mit 1939 war Schluss. Über den Grund kann man nur spekulieren. 1940 gibt es im Adressbuch 3 geografische Einheiten: Sudetenland, Protektorat Böhmen und Mähren sowie Provinz Schlesien. In der Ausgabe 1941 wird den politischen Gegebenheiten folgend aus Sudetenland Reichsgau-Sudetenland. Aber es gibt eine andere interessante Änderung in der Erfassung von Buchhandelsfirmen, wobei man über das Motiv auch spekulieren könnte. Im Abschnitt über Firmen im Protektorat werden deutsche Unternehmen, so steht es da, deutsche Unternehmen, extra ausgewiesen. Bei Prag sind sogenannte deutsche Unternehmen in der Minderzahl. Von 67 angeführten Firmen, 12 sind deutsche Unternehmen. In Brünn hingegen sind 11 der 16 bezeichneten Firmen deutsch. Und in Budweis, České Budějovice, 4 von 6. Ob diese Bezeichnungen den Zweck hatten, den tschechischen Buchhandel zu marginalisieren oder eine politische Aussage waren, bleibt offen. Wie auch immer, der letzte Jahrgang des Adressbuchs vor Kriegsende 1942 zeigt, dass die Zahl der Buchhandelsfirmen in Böhmen und Mähren eher konstant geblieben ist. Da das Adressbuch nicht mehr erschienen ist, sind wir im Einzelnen nicht darüber unterrichtet, wie viele Verlage im Protektorat nach der Erklärung des totalen Krieges durch Propagandaminister Josef Goebbels am 30. Jänner 1943 geschlossen wurden. Bis Ende September 1941 wurden ja im gesamten Reich über 1900 Verlage geschlossen. Darunter befand sich der Volk- und Reich-Verlag in Prag nicht. Die Firma Volk- und Reich-Verlag wurde 1925 in Berlin als Zeitschriften- und Buchverlag gegründet. 1940 kam eine Dependance in den besetzten Niederlanden und am 1. April 1940 in Prag 12 Schwerin-Straße 3, Inhaber Friedrich Heiß, weitere Niederlassungen hinzu. Einer der wichtigsten Propagandinstrumente der Prager Niederlassung war die großformatige Monatsschrift Böhmen und Mähren im Untertitel Blatt des Reichsprotektors, herausgegeben von Staatssekretär SS-Gruppenführer Karl Hermann Frank, selbst Verleger. Hauptschriftleiter war Friedrich Heiß. Das Blatt erschien von Mai 1940 bis Februar 1945
und die Herausgeber scheuten keine Kosten mit teuren Bildbeilagen, um Propaganda zu verbreiten. Der Buchhistoriker Stanisław Šimeček ortet bei der Neugründung ein Streben nach einer kulturellen Hegemonie des Nationalsozialismus unter sukzessiver Ausschaltung tschechischer Einflüsse. Zitat: Die zahlenmäßig geringe deutsche Minderheit tat sich mit Unterstützung von Reichsstellen in einer Verlagstätigkeit hervor, die der Nazi-Ideologie und den Interessen des Großdeutschen Reiches untergeordnet war. Unter den herrschenden Umständen handelt es sich nicht um eine nationale Schutz- oder Bildungstätigkeit, sondern um die Verwirklichung alter Vorstellungen von der kulturellen Überlegenheit der Deutschen. Ende Zitat. Obwohl die deutsche Minderheit im Protektorat kaum mehr als 3,5% der Bevölkerung ausmachte, sollte Prag ein deutscher Verlagsort sein. Auch zu Lasten bestehender Verlage, die deutsche Literatur herausgaben. Diese Analyse wird in einem Rückblick der dreijährigen Tätigkeit in Prag, in Böhmen und Mähren im Juniheft 1942 vollinhaltlich bestätigt. Ich zitiere: Diesen Raum mitten im Kriege zu seiner alten Bestimmung zurückzuführen, das ist die unvergleichliche Aufgabe, die der Führung im Protektorat gestellt ist. Daran publizistisch mitzuwirken, diese Mission wurde der Zeitschrift Böhmen und Mähren zuteil, als sie im Verfolg eines Auftrages von SS-Gruppenführer Staatssekretär K.H. Frank im Jahr 1940 unter der Schriftleitung von Friedrich Heiß gegründet wurde. Es ist eine im eigentlichen Sinn politisch-publizistische Kriegsaufgabe, die nur mit außergewöhnlicher Einsatzfreudigkeit gelöst werden kann. Die Frage, warum der Verlag gerade in Prag etabliert wurde, wird in der Zeitschrift auch beantwortet. Zitat: Prag ist nicht nur ein Mittelpunkt des böhmisch-mährischen Raumes. Es hat vielmehr eine stolze Reichstradition und birgt in seinen Mauern das Erbe einer alten deutschen Kultur. Dies ist eine Verpflichtung für jede lebendige Verlagsarbeit auf Prager Boden. Ende Zitat. Dazu sollte auch die Ausschreibung des Adalbert-Stifter-Preises der Zeitschrift zum ersten Mal im Jahr 1941 dienen, denn Literatur war Teil des nationalen Kampfes und der Konsolidierung der Deutschen im Protektorat. Für den Preis, der allen Dichtern und Schriftstellern deutscher Abstammung offen war, Zitat, gab es unglaubliche 424 Einsender mit 643 Arbeiten. Nach der Verleihung im August 1941 wurde der Preis für 1942 ausgeschrieben. Dazu liest man in Böhmen und Mähren in der Zeitschrift: In dem Augenblick, in dem der Adalbert-Stifter-Preis für 1942 ausgeschrieben wird, ist der Freiheitskampf des deutschen Volkes nach in vollem Gange. Er ist mit dem Verteidigungskampf gegen den Bolschewismus zur Sache Europas geworden. Die Völker werden sich mehr und mehr bewusst, dass die deutsche Wehrmacht Sachwalterin des Erbes und der Zukunft der europäischen Kultur ist, die als gemeinsames Gut begriffen wird. Der Preis wurde insgesamt dreimal vergeben und zum letzten Mal im Jahr 1943. Nun wurde der Preis als, Zitat, eine tragende Brücke zwischen dem Raum Böhmen und Mähren und den Kampffronten für das Reich an den Grenzen Europas bezeichnet. Der Volk- und Reich Verlag gab im Krieg, wie so viele andere Verlage, Feldpostausgaben heraus. Das war wohl, neben der Zeitschrift Böhmen und Mähren, mit ein Grund, weshalb er von den Verlagsschließungen nicht betroffen war. Ganz im Gegenteil, der Verlag vergrößerte seine Einflusssphäre im Protektorat. Er übernahm Anfang 1941 die Buchhandlung Andrej in Prag,
immerhin die größte Buchhandlung im Protektorat, nach einer gescheiterten Arisierung. Es wundert daher nicht, dass André in der Zeitschrift Böhmen und Mähren große Anzeigen einschottete. Auch andere etablierte Firmen, wie auch die Verlagsanstalt Moldawien in Budweis und die Firma Julius Kittels Nachfolger in Mährisch-Ostrau, wurden von Volkenreich übernommen. Ich komme jetzt zum Schluss, weil das ohnehin lang will. Aber nicht nur Preise, wie der Albert-Stifter-Preis, dienten der Kulturpropaganda im Protektorat. Auch Buchausstellungen scheinen sehr wichtig gewesen zu sein. Das deutsche Buch wurde dort ähnlich der Metapher der tragenden Brücke als Bindeglied gesehen. So etwa bei der Eröffnung der Prager Buchausstellung am 31. Oktober 1940 im Rudolfinum. Karl Hermann Frank meinte, Zitat, das deutsche Buch ist lange Jahre hindurch eines der wichtigsten Bindeglieder zwischen dem Deutschtum des böhmisch-mährischen Raumes und dem Deutschtum des Reiches gewesen. So auch ist das Buch zu einem Künder des gegenwärtigen Kriegsgeschehens geworden. Schließlich waren es wieder Dichter und Schriftsteller dieses böhmisch-mährischen Raumes, die durch ihre Bücher zum Verständnis des Reiches für den Kampf des hiesigen Deutschtums beitrugen. So lässt sich die Geschichte dieses Raumes anhand seines deutschen Schrifttuts verfolgen. Nebenbei bemerkt, Frank spricht in seiner Eröffnungsrede ausführlich auch über jene Bücher, die vor 1939 verboten wurden, und schimpft über die angebliche tschechische Gewaltherrschaft. Ein Tisch in der Ausstellung war den Schrifttut zur jüdischen Frage gewidmet. Die Führung von Schriftstellern durch Preisverleihungen und Buchausstellungen waren wesentliche Faktoren im Propagandaarsenal der Nazis. Um eine umfassende Geschichte des deutschen Verlagswesens im Protektorat zu schreiben, und ich konnte in diesem Rahmen nur Andeutungen machen, bedarf es vieler Archivarbeit und vieler Einzelstudien. Themen wie etwa zu den Berufsverbänden im Protektorat oder die Arisierung jüdischer Betriebe gäbe es genug. Und eine eigene Geschichte wäre das Schicksal der Verlage und Buchhandlungen im Jahr 1945. Das Ergebnis wäre die Geschichte einer facettenreichen und einzigartigen Verlagslandschaft. Dankeschön. So, vielen Dank, Herr Roth. Dann děkuji panu Holovi. Má někdo v publiku otázky? Gibt es Fragen? Ich werde bitte Daten nehmen. Herr Bürger. Beim Zuhören ist mir eine Frage eingefallen, nämlich sehr beachtlich war die Feststellung, dass es so viele Selbstverlage gab. Das heißt eigentlich, dass Autoren sich selbst verlegen. Ne? Das wäre die erste Frage, also wie schaut ein Selbstverlag aus? Und die eigentliche Frage wäre, kann man das bis in die Protektoratszeit verfolgen, diese Tendenz, sich selbst zu verlegen oder halt praktisch Mini-Verlage zu betreiben? Weil ich stelle mir mal vor, dass es relativ schwierig ist, so eine große Menge von Verlagen gleichzuschalten, wie man damals wohl gesagt hätte. Übersetzen Sie sich selbst? Mě napadla jenom jako ten fenomén, že bylo tolik nakladatelů, velice malých nakladatelství nebo tolik autorů, kteří si vlastně jako vydali ty knížky sami. A moje otázka by byla, jako co je vlastně jako tím mini nakladatelstvím, tím malým nakladatelstvím, jak tohle to funguje, jestli jsou to autoři, jako, kteří sami vydali knihu, nebo jestli to byly nějaké menší nakladatelství, které vydávaly více knih.
A hlavní otázka je vlastně, jestli tohle to pokračuje i v době protektorátu. Protože je to problém vlastně jako ve smyslu zglajšaltování těch malých nakladatelů, to si představuje jako problém. Zu dem Selbstverlag fällt mir nur ein Verlag ein, und das ist Hugo Scholz. Der sehr zum Teil war in verschiedenen Verlagen, aber der hat seinen eigenen Verlag gehabt und hat einige Werke in diesem Verlag verlegt. Und sonst bei den Selbstverlagen, die sind so, kann ein Fremdenführer sein, es kann irgendein, der veröffentlicht die Gedichte, die er am Wochenende geschrieben hat, in lokaler Mundart oder so, das gibt es sehr häufig. Und ich habe keine Information darüber, ob das sich fortsetzt nach 1939, dass es solche Selbstverleger gegeben hat. Wie gesagt, Fremdenführer und Schulberichte und solche Dinge. Já bych tam skočil. Takže pan Mol říká, že vlastně, co se týče toho vydavatelství nebo nakladatelství, kdy se vydával ten autor svá díla sám, tak ho napadá Hugo Scholz, který jako spisovatel svá díla vydával, a jinak se jednalo spíš o instituce, které vydávaly třeba průvodce nebo já nevím, školní ročenky, něco podobného, nebo když teda někdo se tam někdo se psal básničky, tak se to jako sám vydal. Ale asi žádná jako renomovaní spisovatele, a že bohužel jako nemá moc informací o tom, jak to potom postupovalo v tom protektorátu dál, co se dálo. Ich hatte vielleicht eine Frage, die das Thema des Vortrags ein bisschen beschreitet. Es interessiert mich, ob es Kontinuität gab zwischen den Verlegern, die während des Protektorats, auf dem Gebiet des Protektorats existierten, und nach dem Protektorat. Also ob es Verleger gab, die mit der Vertreibung nach Bayern oder ich weiß nicht wohin übersiedelt haben. Gibt es solche Verleger, die kontinuierlich weitergearbeitet haben, und gibt es eine Verbindung zwischen den Institutionen der Vertriebenen, also zwischen den Vertriebenenverbänden und diesen Verlegern? Also ich ahne ein bisschen, dass dort Verbindung zwischen Stauda und Vertriebenenverbünden gab, aber ich bin nicht ganz sicher, inwieweit war es nur dieser Fall oder ob es verbreitet war. Jo. Tam se něco, co trošku překračuje téma té přednášky. Zajímá mě, zda ta nakladatelství z Čech, zda existuje nějaká kontinuita mezi nimi a nakladatelství vyhnanců v Německu, jestli teda se nějaká nakladatelství přesunula a do jaké míry byla spojená potom s těmi svazy vyhnanců v Německu. Da fallen mir so einige Namen, weil der Kollege Becher könnte vielleicht auch etwas ergänzen. Adam Kraft Verlag, die sind alle in Deutschland gelandet sozusagen. Johannes Stauder haben Sie da erwähnt, das war sogar früher. Der war danach nach dem Krieg auch tätig. Der Adam Kraft Verlag Steinbrenner, das war auch ein Beispiel von Verlagen, die nachher sich in Österreich niedergelassen haben oder vornehmlich in Deutschland. Steinbrenner, Adam Kraft, Staude und der Franz Kraus, ich glaube, der war auch verlegerisch tätig. Und der Adam Kraft Verlag, wenn ich mich richtig erinnere, hat er zum Teil seine Bilderbücher neu aufgelegt oder nach dem Krieg mit seinem Verlag. Tady pana Hola napadá několik jmen. Adam Kraftfela, dneska vlastně o tom nakladatelství mluvil, ten se dostal do Německa a tam pokračoval třeba ve vydávání svých obrázkových knih, nebo Stauder nebo Steinbrenner, ten se dostal do Rakouska, tuším, a i vlastně ten Franz Kraus, kterého zmiňoval, tak potom dál ve své činnosti nakladatelské publikoval, pokračoval.
A jinak tady pan Becher, co by povolená osoba, taky mohl poskytnout další informace. Ja, ich kann das nur bestätigen. Adam Kraft ist ja nach Augsburg dann gegangen und hat dort sehr lange, ich glaube bis Ende der 50er Jahre noch, so eine Art Zentrum dargestellt, das für viele vertriebene sudetendeutsche Autoren eine Möglichkeit war zu publizieren. Aber man muss das wieder in den weiteren Kontext der neuen deutschen, vor allem westdeutschen Verlagsgesellschaft sehen. Natürlich hat jeder Autor das Anliegen, in einem bekannteren und größeren und potenteren Verlag zu publizieren, sodass sich dann sehr schnell so eine Zweiteilung ergeben hat. Bestimmte Autoren, die haben das geschafft und die anderen, die nicht so bekannt geworden sind und oft auch nicht so gut waren, die sind dann noch bei Adam Kraft geblieben und der Verlag ist dann eingegangen. Seltsamerweise, weil ich habe mal nachgefragt, gibt es nirgendwo ein Verlagsarchiv. Das wäre nämlich wirklich spannend, mal nachzuprüfen, was sich da so im Detail getan hat. Takže skutečně Adam Kraft tam se dostal do Augsburgu a tam vlastně působil až do konce 50. let a zejména teda v okruhu těch vlastně vyhnanců z Československa pro ně se stal takovým centrem a základnou. A pan Becher zmiňoval, že došlo k takovému rozpolcení té literatury, že všichni autoři se samozřejmě snažili o to publikovat v nějakém renomovaném nakladatelství a takový ti méně úspěšní skončili v tom Adam Kraft nakladatelství. A on říkal, že vlastně neexistuje archiv nebo není k dohledání archiv toho nakladatelství, že tam by bylo zajímavé vlastně vysledovat, co se tam vůbec stálo, ale že nikdo neví. Ano, prosím? Ano, určitě. Přišlo teda už před měsícem zajímavé, že vznikla za protektorátu cena literární, která je pojmenována podle sudetoněmeckého spisovatele. Je udělena jako poprvé udělena rovněž sudetoněmeckému spisovateli, znamená za hranice protektorátu. A vlastně mě to přivedlo na takovou úvahu, že existovala něco jako zemská identita, která pokračovala dál po té transformaci politické. A dneska jsem se před touto přednáškou díval na produkci Prague filmu. A tam z těch asi 20 kulturních filmů, co stihly za ty 3 roky vyrobit, asi 3 nebo 4 míří právě za hranice toho protektorátu. Je tam film Egerland, je tam film o Horním Slezsku. Prostě zdá se mi, že jakoby ta kulturní politika, ta strategie konstruuje zpátky ten prostor Českého království. Also das ist jetzt, ich hoffe, ich schaffe das jetzt richtig zu übersetzen. Also der Herr wundert sich, dass der erste Preis, also Literaturpreis, nach einem Studenten deutschen Schriftsteller benannt wurde, also der Adalbert-Stifterpreis. Und dass er auch an einen Sudetendeutschen Schriftsteller verliehen wurde. Also er meint, dass das alles quasi so hinter die Grenzen geht. Ja. Und er hat sich einfach Filme von der Firma Prag-Film angeschaut und 3 bis 4 Filme aus dieser Zeit gehen auch hinter die Grenzen, also ins Egerland oder so. Er meint, es hat ihn auf die Idee gebracht, es gibt sowas wie eine so Landidentität und dass man so quasi den Raum des tschechischen Königsreichs irgendwie so fast rekonstruiert. Was sagen Sie dazu? Ich nehme das einfach hoch. Ich glaube, der Kollege Becher könnte auch näher mit dem Preis beschäftigt, intensiver als ich. Mich überrascht nicht, weil ich habe nicht alle Namen im Kopf von den Preisträgern. Es gibt so eine lange Liste, so glaube ich 300 verschiedene andere Preise und Nominierungen. Mich überrascht es nicht, dass solche Leute gefördert wurden, eben durch diesen Preis. Ne? Aber manche haben wahrscheinlich ihre Schreibweise gar nicht ändern müssen nach März 39. Aber irgendwie hat man die Leute bei der Stange gehalten, ne? Eben durch diese Preise. Und es war eine Möglichkeit, auch etwas bekannter zu werden, vermutlich.
Takže pana Hola teda neudivuje, že to jakoby ta cena byla udělená sudetoněmeckému autorovi, že on nemá všechny jména v hlavě teda těch nositelů toho ocenění, ale že jich byla zřejmě celá řada, většina z nich oni možná nemuseli nějak změnit styl svého psaní. A asi jsme se úplně netrefili, když řekla otázka a odpověď. Tam jde o to, že vlastně ty protektorátní cena, to znamená státního útvaru protektorátu, se dává vlastně cena za hranic. Das ist ein Preis eines Staatsgebildes Protektorat gibt, also dieser Adalbert-Stifterpreis, aber dass das quasi hinter die Grenzen geht. Also weil Sudetenland, also Sudetengau war nicht mehr Teil des Protektorats. Also das findet er seltsam. Ja. Du hast da eine interessante These aufgestellt, dass es in den Köpfen der Leute so etwas wie eine Ausweitung des sudetendeutschen Verständnisses auf das ganze Gebiet gegeben hat. Allerdings konnte man diese Tendenz auch schon früher feststellen, weil wir machen heute oft den Fehler, dass wir mit Sudetendeutsch zu sehr nur die nationalistische Ecke meinen, aber es gab auch die sozialistische Ecke sozusagen, wo man auch mit dem Begriff Sudetendeutsch operiert hat. Zum Beispiel hat Egon Erwin Kisch mal den FC Weißkopf, das ist ein Prager, deutscher, jüdischer Autor, noch im Jahr 1937 als die größte epische Begabung der sudetendeutschen Literatur bezeichnet. Und auch bei Urzibil kann man feststellen, dass er mal in einer Auseinandersetzung gefragt wurde, wie es denn mit der Prager deutschen Literatur sei. Und dann hat er auch so um diese Zeit herum geschrieben, selbstverständlich gehört sie auch zur sudetendeutschen Literatur. Also es gab damals, später hat Urzibil dann auch wieder anders gesprochen, auch bei Werfel findet man verschiedene Äußerungen, aber es zeigt, dass es da so einen ganz eigenartigen Kampf, eine Auseinandersetzung gegeben hat, wie allgemein so ein Begriff verwendet werden soll. Und es ist ja auch ein bisschen seltsam, dass man Stifter, der ja aus Südböhmen kam, dann ausgerechnet in Prag zu dem großen Autor machte. Das hing vielleicht mit dem Wittico zusammen, wo ja auch eine Rolle gespielt hat. Ich verstehe eure Chance, das zu übersetzen. Ale jako je podstatné vlastně pro mě trošku nové, že to je vlastně pořád vnímáme jako jeden kulturní prostor. Jako transnacionální. Alles als ein Raum begriffen. Wenn ich in dieser Debatte fortsetze, vielleicht kann man es auch von der anderen Perspektive wahrnehmen, weil nach März 1939 gab es eigentlich keine Deutschen im Protektorat Böhmen, weil die Deutschen auf dem Gebiet des Protektorats doch die deutsche Staatsangehörigkeit bekamen. Sie waren direkt dem Deutschland untergeworfen. Also meine Frage wäre eigentlich, wir haben jetzt das Begriff Protektorat natürlich im Kopf, aber zumindest von der rechtlichen Seite gab es doch, war das Protektorat nur auf die Tschechen bzw. Juden beschränkt, oder? Also das ist meine Frage, bitte dann vielleicht um Korrektion, wenn es sie gibt. Ještě překlad, prosím. Jo, velmi krátce. Vlastně po zřízení protektorátu byli Němci na území protektorátu přímo podřízení říši, to znamená, že vlastně Němci, jako je otázka, do jaké míry můžeme vůbec mluvit o německých záležitostech protektorátu. Jako moje úvahy jsou, jestli třeba z tohohle zase bychom nemohli získat nějaký jako jiný vztah Němců k sudeckým, pražských Němců k sudeckým Němcům a tak dále. A myslím si, že to bylo tím prokorigovat. Ja, ich glaube,
es gab eine Gemengelage. Natürlich wurden viele deutsche Bewohner des Protektorats irgendwie staatsrechtlich vom Alten Reich sozusagen, vom Alten Reich mit einbezogen, aber das war, glaube ich, nicht 100%. Aber das würde hier zu weit führen. Das ist eigentlich keine literarische Angelegenheit. Es gab auch Reichsangehörige, die aus eigenem Antrieb ins Landesinnere gezogen sind. Das war der Fall meiner Großeltern, einer sogenannten Mischehe. Meine Großeltern lebten 1938 im Süddeutschland und weil mein Großvater jüdischer Herkunft war, wurde ihnen schließlich der Boden zu heiß und sie sind nach Prag gezogen. Und ich glaube, das war nicht der einzige Fall, wo sich also Menschen, die kulturell Deutsche waren, dem Zugriff der deutschen Behörden dadurch zu entziehen versuchten, dass sie ins Landesinnere zogen. Und es gab im Landesinneren auch für deutsche Bewohner des Protektorats zum Beispiel NS-Organisationen. Also es gab eine Prager Organisation der NSDAP und in anderen Städten auch. Und da waren, glaube ich, alle Mitglieder auch gleichzeitig Reichsangehörige, weil das oft alteingesessene deutsche Familien waren, die diese Verbände auch sozusagen mit Menschenmaterial versorgt. Das müsste ganz genau untersucht werden, das kann man nicht verallgemeinern. Ich denke, es gab eine Doppelstruktur. Die deutschen Bewohner des Protektorats hatten ja auch eine eigene Regierung und die tschechischen Bewohner hatten eine eigene Regierung. Die tschechische Regierung wurde von der deutschen natürlich dominiert und kontrolliert. Und das hat sich auch im Laufe der Zeit verändert, vor allem auch nach dem Antritt von Heydrich und nach seinem Tod. Da hat man immer schärfer durchgegriffen. Aber es gab diese Doppelstruktur. Und die ganzen deutschen Einrichtungen, die alten, wurden alle aufgelöst durch diesen Stillhaltekommissar und wurden in nationalsozialistische Einrichtungen überführt. Es wurde auch die Reichskulturkammer und Stiftungskammer im Protektorat eingeführt, aber sie galten nur für die deutschen Bewohner und die deutschen Künstler. Und die tschechischen Schriftsteller und Künstler waren sozusagen einer eigenen Verwaltung unterstellt. Es gab Preise für deutsche Künstler und Preise für tschechische Künstler im Protektorat. Also es war eine ganz eigene Gemengelage, wie der Peter Brot schon gesagt hat. Und die Deutschen, die wurden eingezogen zum Militär, die Tschechen nicht. Also da hat man auch die Gerichtsbarkeit. Sie galten sozusagen nicht als wehrwürdig oder irgendwie. Že vlastně teda existovala dvojí struktura, že byla teda německá vláda, česká vláda, samozřejmě ta německá vláda měla převahu, že staré německé instituce byly zrušeny právě tím komisařem pro rušení organizací a vlastně nahrazeny postupně novými institucemi a vlastně všechno probíhalo jakoby dvojím způsobem. A vlastně německé ceny pro německé autory, české ceny pro české autory a ještě rozdíl byl v tom, že Němci byli povoláváni do války, když to Češi ne. Nebyli hodně teda povoláváni. Já bych doplnil teda, že v 1941 byla zřízena po vzoru Říšské filmové komory Česká filmová komora, která se jmenovala Filmové ústředí pro Čechy a Moravu. Ne, Českomoravské filmové ústředí. Českomoravské filmové ústředí. A že to byla česko-německá organizace a vznikl konflikt mezi úřadem Říšského protektora a berlínským vedením NSDAP, protože podle regulí vlastně měli být i němečtí příslušníci protektorátu pracující v filmu podřízení téhle filmové komoře pražské. Myslím, že existuje kolem toho docela dramatická korespondence, ale vlastně se to tak nějak nedořešilo. Jenom potvrzuje to, co tady říkáte o té dvojkolejnosti a té jenom ty koleje protly. Also das ist jetzt eine Studien, was Becky gesagt hat, das alles so bedeutet. Also es geht wieder um tschechischen Film und dass da anscheinend sich jetzt eine Organisation, die deutsch-tschechisch sein sollte, aber das hat dann nicht geklappt und das ist ZDP so ungelöst geblieben. Ja? Also die wollte irgendwie da Zusammenstoß zwischen den
Architektor und ein Restaurator Führung in Berlin. Und da ist zu irgendwelchen Politik gekommen und ist dann unentschieden quasi gewesen. Nevím, jestli to náhodou nepadlo také v textu pana profesora Hola, ale myslím, že ne. V tom nakladatelském systému existovala jedna instituce, která mi připadá jako takový obojživelník, a to je Orbis. To byl v podstatě byl to přímý nástroj říšské propagandy, ale navenek to mělo právní formu českého nakladatelství. Sloužilo to hlavně jako kanál pro překládání německých propagandistických spisů. Vše také uveřejňovali samozřejmě české tituly a tak dále. Takže to je možná jediný příklad takového cvitadeismu obojživelníka. Chcete to panu Neholánu to přeložit? Das ist jetzt ein Beispiel aus der Orbis, aber Sie haben den Verlag erwähnt. Also das jetzt auf der einen Seite so Instrument der Nazi-Propaganda war und auf der anderen Seite diente das der Publikation von Übersetzungen von solchen Sachen, dass das so ein so Mischwesen war, so ein bisschen. Falls nicht, dann würde ich sagen, dann ist Schluss für heute. Já bych mohl poděkovat a slíbit, že tuto problematiku budeme reflektovat v dějinách, které připravujeme. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen und wir werden diese Problematik auch in unserer geplanten Geschichte, also der tschechischen Literatur während des Protektorats reflektieren, also die Verlagsproblematik. Ja. Vielen Dank. A já si ještě dovolím, než dovolím, jako vždy, samozřejmě předpokládám, že máte další otázky nebo náměty k diskuzi, tak prozatím je tady zase bábovka, káva, čaj uvařený a jestli chcete, máme zamluvený stůl tady za rohem v jedné restauraci, tak pokud se chcete přidat na pivo nebo na šálek čaje tam, tak zhruba tak, já nevím, za 4 hodiny. Teď tady takový jako klidu a pak se přesuneme, kdo budete mít zájem, do dalšího podniku. Každopádně velmi, přeložte možná panu Holovi, každopádně velmi děkuji, že jste přišli a nejvíc ze všeho děkuji panu Holovi, že byl tak hodný a přijel a přednesl nám tady o své práci, protože opravdu tím tématem se zabývá, dá se říct, výhradně on a je to obrovský kus práce, který zpřístupnil a ke kterému se díky němu dostaneme. Takže ještě jednou velmi děkujeme. Kann man sagen, dass ich mit diesem Thema überhaupt beschäftigt. Ja. Tak děkujeme, tak prosím, jste zváni. Wir haben eine Kollegin, alle meine Kollegin wird jetzt noch alle eingeladen zum Kaffee und Kuchen und anschließend, wir haben einen Tisch reserviert in einem kleinen Restaurant in der Nähe, das wird zum Bier trinken und so, das noch jetzt gemeinsam, glaube ich, was wir da mitnehmen. Ja? Danke.